Hallo Leute und willkommen zurück zum nächsten Video. Dieses Mal wie ihr schon seht, bin ich auf meinem Hauptaccount, das heißt Builder Hall 5 Video. Aber ich werde auch Bezug auf andere Taktiken nehmen, das heißt, ich werde jetzt alles am Beispiel von einem Builder Hall 5 Account machen, aber auch auf andere Builder Hall Stufen mich beziehen. Was dann noch in Zukunft kommen wird, wird auf jeden Fall sein ein Builder Hall 4, wie man die populärsten Bases aktuell nach Möglichkeiten irgendwie Richtung 3 Sterne bekommen kann, zumindest die 2 Sterne mit sehr hohen Prozenten, was ja auf Builder Hall 4 aktuell schon sehr häufig einfach der Sieg dann ist. Was noch kommen wird, ist ein kleines Channel-Update im Sinne von, dass ich einigermaßen feste Zeiten habe, wann ich was mache, das heißt, wann kommen Videos, wann kommen Streams und dass ihr sozusagen erwarten könnt, wann was kommt. Das wird auf jeden Fall noch die nächsten paar Tage kommen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, springen wir direkt hier mal rein. Man sieht, ich bin aktuell wieder ein bisschen gepusht mit dem Pokal, bin über 4000, bin damit Platz 1, jetzt wieder weltweit, nachdem ich glaube, gestern im Stream war ich irgendwie Platz 22 oder sowas, also recht weit abgeschlagen, habe ich jetzt wieder gut machen können. Bin dort jetzt wieder Erster, Gott sei Dank, und dadurch kann ich euch einige Taktiken zeigen, die recht effektiv aktuell sind und die ihr auch für niedrigere Builder Hall Stufen nutzen könnt. Die Babydrachen-Taktik nehmen wir damit als am Ende. Fangen wir an mit der ersten Taktik und das sind diese Mass-Barbaren-Taktik. Aktuell eine sehr, sehr, nicht wertgeschätzte Truppe, die aber hier im oberen Bereich, wie ihr später auch sehen werdet, sehr, sehr, sehr viel genutzt wird. Das ist der erste Angriff, den ich euch zeigen möchte. Und erstmal, wogegen ist diese Taktik stark? Die Taktik ist stark gegen Dörfer, die relativ viel offene Fläche haben, aber auch viele Gebäude haben, die recht weit außen sind, im Sinne von freien Prozenten, beispielsweise diese ganzen Gebäude hier. Was dabei noch wichtig ist, ist, dass ihr das Rathaus recht simpel erhalten könnt, das heißt, recht schnell dort reinkommt. Und deswegen gucken wir uns das hier alles mal an. Ich wechsle meine Armee jetzt unten dazu. Wichtig dabei ist, dass ihr immer noch mal in die Ecken guckt, ob dort vielleicht noch Gebäude sind. Vor allem mit den ganzen Barbaren kann das immer sehr, sehr angenehm sein. Ihr setzt eure Mauerbrecher und kommt dann eigentlich schon immer mit den Barbaren dazu. Ihr testet erstmal mit 1 bis 2 Barbaren die das Gebiet, sag ich mal, vor, ob dort irgendwie Fallen sind, löst sie erstmal aus und so weiter. Hier zum Beispiel die Sprungfalle, nach und nach kommt immer weiter mit dazu. Als Builder Hall 5 Spieler nehmt ihr natürlich dann noch euren Helden mit dazu. Als Vierer reicht es häufig einfach, wenn ihr das nur mit den Barbaren zusammen macht. Das heißt, Truppen ziehen dann sozusagen rein. Immer noch Sprungfallen werden ausgelöst, die Bomber sind die ganze Zeit dahinter und versuchen ihr Möglichstes zu tun. Und dann, sobald ihr seht, okay, das Rathaus geht auf jeden Fall down, fangt ihr an mit den hinteren Gebäuden, dass ihr dort Barbaren setzt. Am besten nicht so wie ich in diesem Beispiel, dass ihr zu viel auf einen Fleck setzt, weil man sieht jetzt hier, die ganzen Barbaren sind mehr oder weniger verschwendet, weil die nicht auf die anderen Gebäude gehen. Das heißt, es ist mal ein bisschen ärgerlich. Und ja, damit war es dann schon der Angriff. Ist recht schnell, der Angriff, das heißt, sehr, sehr zügig durchgeführt. Und danach kann man immer warten, was der Gegner versucht zu machen. Das ist eine der Taktiken, die hier oben sehr, sehr, sehr häufig benutzt wird. Sehr stark natürlich auch mit dem Helden dazu, aber auch auf Rathaus 4, wenn die Base sich anbietet. Zum Beispiel häufig gibt es immer diese, ich sag mal, Teaser-Bases. Das bedeutet, auf einer Seite sind 2 Mauern, dahinter kommt das Rathaus und dann kommt die ganze Verteidigung. In diesem Fall zum Beispiel ist es sehr gut, wenn ihr einfach mit den Mauerbrechern versucht, durch die ersten beiden Mauern zu gehen, das Rathaus euch mitholt und dann die restlichen Gebäude außenrum, so wie ich gerade in dem Beispiel, einfach mitnimmt mit den ganzen Barbaren. So, die nächste Angriffstaktik, die ich euch zeigen möchte, ist mit dem Cannon Cart. Das geht erst ab dem Meisterhütte 4, ist jetzt der Meisterhütte 5, ist recht offensichtlich, weil es erst ab dort die Truppen gibt. Was versucht ihr zu machen? Das ist vergleichbar mit dem Kill Squad aus dem Tag-Modus. Man versucht in Kombination Held und die beiden Cannon Carts irgendwie möglichst viel rauszubekommen. Wichtig dabei ist, Bogenschützen etc. haben eine Reichweite von 2 Feldern. Das heißt, sie würden beispielsweise nicht an diese Luftabwehr kommen, weil Mauerstück, ein Feld, zweites Feld und dann erst die Luftabwehr kommt. Die Cannon Carts hingegen haben eine Reichweite von 3 Feldern. Das heißt, sie kommen beispielsweise an Gebäude wie die Luftabwehr, wie die Hütte hier, kommen sie alles dran. Das heißt, das müsst ihr auf jeden Fall bedenken. Es gibt die Taktik auch mit 8 Bogenschützen anstatt den beiden Cannon Carts, das geht auch. Aber je nachdem musst du halt abwägen, was man von den beiden Sachen nutzt
und was besser in dem Fall ist. In diesem Fall habe ich mich dazu entschieden, hier oben versucht, die 3 Verteidigungen rauszunehmen mit dem Held, mit den beiden Cannon Cards. Was ihr häufig machen könnt, ihr seht immer in den Ecken sind Gebäude, da könnt ihr euren Helden dran setzen, falls ihr schon einen habt, und den einen langen Weg laufen lassen und die Heldenfähigkeit früh zünden. Ich weiß, für viele Leute ist es jetzt noch nicht so interessant, weil sie haben weder den Helden oder die Fähigkeit, aber für später könnt ihr euch das schon mal merken, weil so lange dauert das nicht unbedingt, bis man das alles hat. Ihr setzt den Helden, lasst das Gebäude zerstören und dann zündet ihr die Fähigkeit. Die Fähigkeit macht nämlich, dass die nächsten 3 Schläge mehr Schaden machen. Es ist nicht so, dass irgendwie die nächste Zeit mehr Schaden macht, sondern die nächsten 3 Schläge. Das bedeutet, ihr setzt hier hinten die Fähigkeit ein, er läuft dann sozusagen bis hierhin und hat zu diesem Zeitpunkt schon die Fähigkeit erneut. Das heißt, ihr habt sozusagen 3 Schläge mehr Schaden einfach nur. So. Wenig quatschen, mehr zeigen, würde ich mal jetzt sagen. Zeit läuft ab. Und ich setze den Helden dann hier oben gleich auf 12 Uhr circa. Jede Sekunde. Muss noch kurz ein bisschen vorspulen sonst. Und hoffen, dass ich jetzt jede Sekunde den hier auch mal setze. Da ist er. Und ihr seht sofort die Fähigkeit gezündet. Und er läuft jetzt erstmal hier schnurstracks Richtung Dorf, Richtung dem ersten Lager. Und damit er auf jeden Fall in die richtige Richtung geht, habe ich jetzt die erste Cannon Card gesetzt. Und dort das Gebäude zerstört. Ich warte etwas, ob sozusagen eine Falle ausgelöst wird, vielleicht eine Push-Trap oder eine Spring-Trap oder sowas in der Richtung und setze dann den nächsten Cannon-Karren. Und jetzt können die beiden hier ordentlich Schaden machen. Der erste Bogenschützenturm ist gleich schon weg. Genauso ist es. Mein Held ist zwar auch schon weg, aber Cannon-Card hier wunderbar am Aufräumen. So, ich habe jetzt schon mal gar nicht das bekommen, was ich haben wollte. Das heißt, ihr müsst euch jetzt sozusagen vorstellen, wenn ich das bekommen oder die Luftabwehr auch noch bekommen hätte, wäre das ein kompletter Overkill gewesen. So, stattdessen muss ich jetzt hier anfangen mit meinem Babydrachen-Part. Habe den ersten Babydrachen hier nach rechts gesetzt, um einfach das Gebäude direkt wegzunehmen. Und jetzt komme ich einfach um die gesamte Base verteilt. Ich versuche sozusagen auf jedem Babydrachen maximal eine Verteidigung zu haben. Ich habe auf dem Babydrachen hier unten die Luftabwehr. Auf dem Babydrachen hier oben habe ich die Bogenschützenturm. Auf dem habe ich auch eine Luftabwehr. Und hier unten auf dem Babydrachen habe ich eine weitere Verteidigung. So kann jeder am meisten Schaden machen. Schaden ist bestmöglich verteilt und so weiter und so fort. Oben die erste Luftabwehr ist weg und ich setze jetzt einfach immer weiter Babydrachen hinterher und versuche so die gesamten Gebäude wegzunehmen und möglichst viele Prozente zu holen. Ich bin jetzt bei 68, 75%, schon eine ganze Menge und komme jetzt noch mit dem letzten Babydrachen, setze ihn hier auf das Gebäude, dass ich noch ein weiteres Gebäude bekomme und wenn es richtig gut läuft, bekomme ich den Tesla auch noch, weil die Dinger haben nicht viel Leben. Das heißt, so ein Babydrache kann das auch mal eifrig rausnehmen, bekommen den hier so noch raus mit 81% und das reicht in den meisten Fällen für den Sieg hier oben. Und auch so hat es am Ende für den Sieg gereicht. Ihr seht schon, mal so durchgeguckt, 78% hat der Gegner bekommen, 78, 71, 71, 62. Die Durchschnittsprozente sind schon sehr, sehr hoch hier oben. Also es ist ein komplett anderes Niveau. 78, 71, 84, 52, 1 Stern. Ist jetzt, ja, der Kollege macht immer nur eine Taktik, immer die er gerade hat. Egal, ob die Base gut dafür ist oder nicht, immer nur diese eine Taktik. Deswegen kann man den jetzt nicht mitnehmen. Nächsten 81%. Also man sieht schon, man braucht im Durchschnitt so 75% 2 Sterne, um hier gut mithalten zu können. Und selbst dann braucht noch ein bisschen Glück. Ab über 90% läuft das dann alles. Und deswegen zeige ich euch jetzt die letzte Taktik, die ich euch vorstellen möchte. Und die geht auf jeden Fall auch für Builder Hall 4. Was macht man hier? Viele Leute machen es inzwischen so, dass sie die Luftabwehren etwas weiter nach innen stellen, damit die ein bisschen besser beschützt sind, mehr Schaden gegen Babydrachen und so weiter machen können. Aber das alles hat einen Haken, und zwar die Viecher haben eine unglaublich hohe Reichweite, die Luftabwehren, und können so, wie man hier sieht, das meiste abdecken. Wenn man die jetzt aber zum Beispiel so wie in diesem Dorf hier beide recht auf einen Fleck setzt und recht zentral, deckt man nicht vieles ab. Das heißt, was ist gut dagegen? Und zwar entweder Bogenschützen oder Minions. In diesem Fall habe ich mich für Minions entschieden, weil die anderen Kanonen immer recht weit außen sind hier. Das heißt zum Beispiel, diese Gebäude hier hätte ich schon mal nicht bekommen, durch die Kanonen, hier oben ähnlich. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, Minions zu nehmen. Und nach nimmt man außen einfach alle Gebäude weg. Man kann häufig sagen, zum Beispiel ein Lager und dahinter ein Bogenschützenturm kostet, um beides rauszunehmen, häufig 2 bis 3 Babydrachen. Wenn ich jetzt überlege, dass ich die beiden Lager hier rausnehmen kann mit
einen gut platzierten Minion und danach nur noch einen Drache brauche, um den gesamten Bogenschützenturm rauszunehmen, ist das ein Bonus von 2 Babydrachen. Und ich kann dazu immer noch weitere 7 Minions setzen, wie zum Beispiel hier auf der Seite und in diesem Bereich hier hinten. Das heißt, auf jeden Fall bei Bases, wo die Bogenschützentürme auf Boden sind, sehr, sehr gut zum Einsetzen. Wenn sie auf Luft sind, nutzt einfach nur Babydrachen, wenn ihr Babydrachen benutzen wollt, weil die auf Luft machen einfach so gut wie gar keinen Schaden und sind recht nutzlos. Das heißt, die Kombination aus den aus dem kurzen Reichweite, die Bogenschützentürme, und Luftabwehren, so dass sie möglichst viele Gebäude covern. So, hab jetzt hier erstmal ein bisschen gewartet, geguckt, dass ich hier die Armee tausche, spule ein bisschen vor und man sieht schon an der Zeit, ich fange jetzt an und habe noch 2 Minuten 56. Bei diesen Angriffen müsst ihr euch Zeit nehmen. Wenn ihr keine Zeit habt, das geht absolut gar nicht, weil man sieht jetzt, ich setze nach und nach über Minions hier hin, habe jetzt 3 Minions bisher gesetzt und lasst die, wird es Minion auch noch gesetzt und lasst die erstmal jetzt arbeiten. Das heißt, die kriegen ihre Prozente dort. Habe jetzt ein weiteres Minion hier oben gesetzt fürs nächste Lager. Und jetzt müsst ihr gucken, wie sich die gegnerischen Clanburg-Truppen verhalten, weil ein Minion gegen einen Bogenschützen aus der Clanburg reicht normalerweise nicht. Ihr braucht immer 2. Deswegen warte ich jetzt immer erstmal hier, gucke, was die Minions machen, warte erstmal in aller Ruhe ab. Man sieht jetzt schon, ich habe das erste Lager hier weg, das zweite Lager wird auch noch weggenommen. Hier das erste Lager ist auch schon unter Beschuss. Und man sieht einfach, wie viel Wert diese Minions hier aktuell haben. Das nächste Lager wird auch unter Beschuss genommen. Und jetzt kommen demnächst dann auch die Bogenschützen raus. Was mache ich dagegen? Und vor allem, warum habe ich mir noch 3 Minions? Genau dafür sind die Minions jetzt da. Ich setze 2 Stück dazu. Das heißt, die beiden nehmen jetzt den einen Bogenschützen raus. Und währenddessen kommt wahrscheinlich dann der nächste Bogenschütze hier gleich angedackelt und wird versuchen, die nächsten Minions rauszunehmen. Dann würde ich wieder ein weiteres Minion dazusetzen. In dem Fall jetzt setze ich das letzte Minion hier oben hin, dass die beiden Armeelager weggehen. Hab's ein bisschen falsch gesetzt, passiert, war jetzt nicht unbedingt der Weltuntergang, aber jetzt ist der Minion-Part auf jeden Fall vorbei, hat ungefähr 1,5 Minuten gedauert, bis kurz über 1 Minute sowas in dem Dreh. Und jetzt würdet ihr als Vierer einfach mit dem Babydrachen anfangen, als Fünfer kommt ihr jetzt mit eurem Helden oder bereitet erstmal einen Weg für euren Helden vor. Auch das geht. Zum Beispiel hier habe mich für die Variante entschieden, den Held erst ganz am Ende zu setzen. Kommen jetzt hier an mit den Babydrachen. Man sieht hier oben jetzt der Weg zu dem Bogenschützenturm freigeräumt. Hier macht der Babydrache jetzt auch den Weg frei. Das heißt, ich kann alles hier komplett direkt anvisieren. Babydrache hier ist komplett außerhalb der Reichweite, nimmt das Rathaus schon mit raus, was sehr, sehr gut ist. So, was mache ich jetzt? Habe versucht, noch den Bogenschützenturm hier rauszunehmen. Versuche einigermaßen Babydrachen jetzt von allen Seiten reinzuhauen. Setze direkt gleich noch einen nächsten Babydrachen hier unten mit dran, dass der auf jeden Fall weggeht. Und was versuche ich jetzt? Ich versuche oben die Kanone wegzumachen. Ich habe nur noch einen Babydrachen. Das heißt, wenn ich jetzt Luftabwehren versuche irgendwie rauszunehmen und direkt auf die drauf gehe, wird das nichts bringen. Ich habe auch noch meinen Helden. Das heißt, was kann ich machen? Ich kann versuchen, dass mein Held möglichst weit in die Base reinkommt. Und wie geht das? Genau, indem ich Bodenverteidigung rausnehme. Es hört sich komplett bescheuert an, dass man mit Babydrachen versucht, Bodentruppen rauszunehmen oder Bodenverteidigung. Aber es funktioniert. Nehme jetzt mit dem Babydrachen die Kanone noch mit raus. Und dadurch kann ich hier den Held jede Sekunde reinschicken. Was mache ich hier wieder? Ich setze ihn recht weit oben, zünde die Fähigkeit früh, genau. Lasse ihn dann sozusagen ranlaufen. Die nächsten 3 Schläge, wohlgemerkt, machen Schaden. Das heißt nicht über Zeit oder ähnliches. Spule hier ein bisschen vor, währenddessen er versucht, durch die Mauer durchzukommen. Hab dann direkt wieder die Fähigkeit. So, lass mein Held jetzt ein bisschen arbeiten. Und weil die Zeit sehr, sehr knapp geworden ist, okay gut, hier scheint das irgendwie ein bisschen zu buggen, weil die Zeit schon fast abgelaufen ist, nehme ich nochmal 2 Gebäude mit raus, zünde meinen Helden jetzt hier gleich nochmal und habe damit insgesamt 9 Sekunden noch Zeit, 94%, und damit sind das am Ende die 94% Gesamtzerstörung. Ich weiß aktuell nicht, wahrscheinlich durch das ganze Pausieren und so weiter ist das irgendwie ein bisschen verschoben. Man kann jetzt nochmal das Match angucken, gegen den Big Mac war das, glaube ich. Genau, den Big Mac 69, so rum. 94% insgesamt. Die Taktik ist unglaublich stark und funktioniert, wie gesagt, häufig, wenn die Leute versuchen, die Luftabwehr möglichst weit nach innen zu tun. Kann ich euch nur empfehlen. Das sind mal 3 Taktiken, die ich jetzt vorstellen wollte. Was auch als nächstes Video kommen wird, ist, wie schon gesagt, ein Video, wo ich euch zeige, wie die bekanntesten Builder 4 Bases gelegt werden, weil dort ist wahrscheinlich dort werden sich die meisten Spieler aktuell tummeln, weil dort wird aktuell, glaube ich, sein, wenn man keine Gems ausgegeben hat. Die Leute, die ein paar Gems ausgegeben haben, werden wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weiter oben sein.
Von daher hoffe ich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Ich hoffe, ihr könnt wieder ein bisschen was lernen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss, tschüss.